Servus Leute, ich bin der Andi und wir machen heute solche Alu-Anschlag-Winkeldreiecke. Ich muss zugeben, inspiriert wurde ich durch Kreid 32 und seinem massiven Alu-Dreieck. Okay, starten wir nun. Das erste Werkzeug, ein Planfräser, wird gerade vermessen und so sieht das gute Stück aus. Normalerweise liegt hier das Rohteil schon bereit und wird mit dem Laser angetastet. Heute mache ich es mal andersrum. Man kann schon sehen wieso. Mir fehlt so eine Bezugskante, deswegen habe ich mit dem Laser das, geschossen und so mein Rohteil danach ausgerichtet. Danach wird noch Z0 vermessen und dann kann es auch schon losgehen. Ich möchte mit dem Planfräser so viel wegnehmen wie nur möglich, damit der 6 mm Schaftfräser weniger machen muss. Ich muss aber zugeben, dass ich die seitliche Zustellung viel zu hoch gewählt habe. Man kann es schon hören und sehen, aber den Preis werde ich gleich zahlen. Hier kann man es sehen. Also irgendwo sind da auch physikalische Grenzen gesetzt. Ich dachte, naja, das wird er ja irgendwie schon packen, aber wie man sieht, doch nicht. Die Schneiden sind alle weggebrochen. Zum Glück ist dem Fräser selbst nichts passiert, so konnte ich einfach nur die Messer austauschen. Nach dem Schrubbgang folgt der Schlichtgang, um einfach eine schöne Oberfläche zu erreichen. Das zweite Werkzeug, ein 6 mm Zweischneider mit einer sehr kurzen Schneide von 14 mm. Zuerst werden diese zwei Stege schön umsäumt. Anschließend folgen die Taschen. Es ist sehr schön geworden. Ich muss nur sagen, ich würde eine andere Frässtrategie wählen. Ich würde zuerst tiefer eintauchen. Das sind ja 9 mm, das wird vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal, aber 4,5 mm würde ich tief eintauchen und damit Adaptive Clearing einfach mehr mit der Seite arbeiten, anstatt mit der Stirn. Das dritte und letzte Werkzeug, ein 90 Grad Gravierstichel. Es wird alles beschriftet und noch eine hübsche Phase gemacht.
Und so sehen die Stücke fertig aus. Bis auf das kleine Fauxpas mit dem Planfräser bin ich recht zufrieden. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion programmiert wird. Okay, kommen wir zum Fusion-Teil. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was ich jetzt groß erzählen soll, weil ich sag mal, das ist ein Dreieck, also hält sich der Aufwand ja doch irgendwo in Grenzen. Okay, zuerst habe ich hier einfach mal mein Rohteil, aber das ist einfach nur, damit ich weiß, wie groß mein Rohteil ist. Und danach habe ich mich so ein bisschen gerichtet. Man kann hier sehen 150 mm und deswegen habe ich hier, kann man sehen, meinen Chromkörper, mich auf 145 dann festgelegt, genau. Ich habe da 145 festgelegt, weil ich einfach gesagt habe, das passt einfach mit meinem Rohteil. Ich muss zugeben, ich hätte es gern größer, aber wenn es das Rohteil nicht hergibt, dann ist es halt so. Okay, ich habe mal so ein paar Gedanken gemacht, wie könnte es einfach optisch am besten aussehen und ja, habe mich halt dafür entschieden. So sieht das Ganze aus. Okay, machen wir mal weiter. Dann habe ich das Ganze extrudiert. Und dann geht es jetzt an die Sondung. Also man kann hier sehen eine 3 mm Sondung. Dann folgt, glaube ich, die 6 mm. Dann 8, 10, 15 meine ich, genau. Und was hat das nochmal? Ah ja, nochmal 6. Und das sind die ganzen Sondungen. Ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen frei Schnauze gemacht. Die Idee war einfach, dass man das Stück auf ein Stück Brett legt und dann kann man hier sich so eine Rundung einzeichnen. Oder mit der Oberfräse, die haben ja oft so ein Kugellager, dass man hier am Kugellager entlang fährt und einfach genau diese Biegung dann schön übertragen kann. Ja, und auch irgendwo optisch sieht es ja auch ganz gut aus. Okay, dann folgt diese Nut. Aber ich glaube, ich mache die in Zukunft ein bisschen größer, wenn ich ehrlich bin, weil das mit diesem Eintauchen hat mir auch nicht so ganz gefallen. Aber okay, dann folgt diese Nut, dann wird das hinein, kann man auch hier sehen, hinein extrudiert. Ich habe es einfach gezogen, deswegen dieser absurd hohe Wert. Dann wird die Nut versundet. Dann folgt wieder eine neue Skizze, kann man hier sehen mit dem Steg, kann man auch die Maße sehen. Und das wird extrudiert, also hoch extrudiert. Ich muss dazu sagen, dass mein Rohteil 14 mm stark ist. Hier kann man sehen, 14 mm. Und ich habe einfach gesagt, ich hätte hier gerne 5 mm. Also ergibt sich ja logischerweise, dass das hier, dass der Grundkörper 9 mm stark ist. Okay, dann wird auch dieser Steg gesundet. Dann folgt hier die Beschriftung. Ja, und auch hier einfach wild diese Zahlen platziert, gar nicht mit System oder ähnliches, also einfach wirklich Freischnauze. Ich muss sagen, ich hätte eigentlich, wenn es nur ein Stück gewesen wäre, das so stehen gelassen. Ich hätte die Zahlen gar nicht hinein extrudiert, aber das musste ich machen, weil ich diesen Körper hier, diesen Körper 1, dupliziert habe zu Körper 2. Deswegen müssen die Zahlen hinein extrudiert sein, weil wenn man das nicht macht und wie hier den Körper 2 wegdreht, dann würde mir auch die ganze Beschriftung flöten gehen. Und das wollte ich nicht. Deswegen gesagt, okay, dann extrudiere ich, dann muss ich halt später alles einzeln anklicken. Okay, dann habe ich nochmal eine Beschriftung gemacht, also eine zweite Beschriftung. Hier kann man sehen, 45 Grad Linie, Körper 2. Und das ist gerade später dieser eine Strich. Beim Körper 1 habe ich das hier mit dieser Skizze gemacht. Ja, das war tatsächlich schon die ganze Konstruktion. Machen wir weiter. So, die Fertigung. Ja, wie gesagt, man hat ja gesehen, das war jetzt nicht gerade so die beste Idee, die ich da hatte. Aber okay. Ein Setup natürlich. Hier kann man sehen, auf 165 mm musste ich das Rohteil kürzen. Und hier kann man sehen, Setup, Plan, Schrubb und schlicht. Ich habe das in zwei verschiedenen Setups gemacht, obwohl das Setup selbst absolut identisch ist, damit ich das hier einfach duplizieren kann. Ich habe das Ganze dupliziert, man kann es hier auch sehen an den fortlaufenden Zahlen. Und ja, so wird es einfach einfacher. Theoretisch könnte ich das kopieren und da reinmachen. Okay, hier kann man sehen, ich habe einfach eine Kontur gewählt. Hier mein Fraser
Planfräser, hier kann man die Schnittdaten sehen. Als Geometrie habe ich das hier angeklickt und habe mich tatsächlich hier über das Rohteilaufmaß so weit rangetastet, bis ich hier optisch einfach einen gesunden Abstand habe. Denn das ist so, das Werkzeug, da steht zwar 35 mm im Durchmesser, hat es aber nicht. Es hat ein bisschen weniger, meine ich, aber das Schlimme ist, ich zeige es vielleicht gerade mal hier, diese Flanke hier ist nicht ganz im 90-Grad-Winkel. Es ist so ein bisschen jetzt übertrieben, so. Und wenn man jetzt mehrmals da durchfährt, dann hat irgendwann, diese Flanke hier, ist auch nicht 90 Grad Winkel, sondern sieht so aus, ein bisschen schräg. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich gesagt, okay, ein Rohteilaufmaß von, wie gesagt, 8 mm und das habe ich optisch gemacht. Habe aber geguckt, ja, sieht gut aus und so darfst du durchfahren. Man hat es ja im Video gesehen, die Zustellung war doch ein bisschen heftig. Vielleicht war das nicht die beste Strategie, das rein optisch zu machen. Wie viel ist denn der? 25% würde ich sagen im Eingriff. Und ja, doppelt viel. 5 mm in der Tiefenzustellung und wie viel wird es denn sein? 35, vielleicht so 20 mm im Eingriff. Vielleicht doch ein bisschen too much. Okay, als nächstes das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite und dann musste ich hier diese Fläche freiräumen. Mir war gleich klar, Vollnut 5 mm Tiefenzustellung ist viel zu viel. Deswegen habe ich gesagt, okay, erstmal 2,5 mm und dann nochmal aufs Endmaß. Ja, ich muss sagen, hier bei diesen Stücken hier bin ich einfach hingegangen und habe immer 68, muss ich jetzt selber noch mal gucken. Und okay, 20 mm, genau, 48, 68, immer 20 mm dazu gegeben. Und man hat ja gesehen, das war viel zu viel. Ich muss sagen, ich würde jetzt vielleicht auf so 10 mm, 8 mm gehen. Ich bin so ein Typ, ich fahre lieber ein bisschen schneller, anstatt dem Fräser einfach zu viel zuzumuten. Aber das muss ja jeder selbst wissen. Ja, also dann erstmal hier so halb, dann voll und dann so in diesen 20 mm Schritten bis zu diesem Steg. Als nächstes mache ich hier so eine Ehrenrunde, nenne ich es jetzt einfach mal, und lasse auch hier wieder was stehen. Aber ich glaube, hier kann man es gut sehen. Genau, 1 mm wollte ich von der Wand wegbleiben. Das soll mit der 6 mm Fräser schön sauber machen. Und dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite. Dann bin ich hingegangen, ein neues Setup, habe gesagt vom vorherigen Setup. Dann wird nochmal geschlichtet, aber nur in Z, nicht von der Wand. Dasselbe gegenüberliegend. Und dann hier nochmal die einzelnen Bahnen, aber das hat ja auch gut funktioniert, weil hat ja auch nichts weggenommen. Und das war der Planfräser. Dann kommt der 6 mm Fräser, wieder dasselbe vom vorherigen Setup. XYZ bleibt immer gleich, bei allen Setups. Ich habe das nur wegen der Übersicht so ein bisschen aufgetrennt. Hätten wir auch alles in eins packen können. Kontur. Ich zeige vielleicht gerade mal eins wegen den Schnittdaten. Meine Excel-Liste. Hier kann man sehen, das Material Nummer 7, das ist ALCUPB, meine ich, mal 1. Also ich habe die Werte nicht verfälscht. Und ich muss sagen, ich bin auch mit 100% hier überall durchgefahren. Ab und zu mal, ich glaube hier, dazu kommen wir später. Genau, also das sind die Schnittdaten. Das ist die Geometrie. Höhe, ausgewählte Kontur als Endhöhe -5, damit das einfach sauber abfährt. Ein Glättungsfilter sein, keine tiefen Schnitte, ist ja klar, da nimmt ihr nur 1 mm seitlich weg. Und ich glaube, da habe ich nichts verändert. Genau. Und so sieht es aus. Dasselbe gegenüberliegend. Und dann die Taschen. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, also die Frässtrategie war nicht schlecht. Aber ich muss sagen, ich würde jetzt in Zukunft
fast bis ganz nach unten eintauchen und dann mit Adaptive Clearing. Einfach mit der Seite, um besser mit der Seite zu arbeiten, anstatt mit der Stirn. Das würde ich jetzt lieber machen, aber hat ja auch so gut funktioniert. Nachdem die Taschen freigeräumt wurden, ich habe hier so ein Offset gelassen, eine kleine Kontur, also er taucht einfach ein, fährt es einmal ringsrum ab. Und dann folgt hier diese Nut, um diesen 45 Grad Winkel, um diese Schräge hier einfach schön anzeichnen zu können später. Moment, wo war das jetzt hier? Geometrie. Habe ich einfach diese zwei Flächen angeklickt. Und mir war einfach klar, der will ja hier losfahren, einen Knick machen und so rüberfahren. Also wird er hier eintauchen und mir dann diese Biegung machen. Hat ja auch gut funktioniert. Das Einzige, wo ich einen Denkfehler gemacht habe, war hier. Dieser Radius stimmt nicht ganz, der müsste ein bisschen weiter gehen. Aber halb so wild. Rohteil Oberkante, ausgewählt Kontur -9. Da ist irgendwas schief gelaufen. Ich glaube, ich habe diesen Wert verändert für dieses gerenderte Bild. Deswegen ist hier ist ein falscher Wert. Das müsste... Ach Quatsch, nee, doch, stimmt, Entschuldigung. So, Rohteil Oberkante, das ist ja hier, -5, also da fängst du ja an. Und die ausgewählte Kontur, -9, ist ja hier unten. Das heißt, das passt genau so. Und die Tiefenschnitte habe ich mich dafür entschieden. Das hat mir die Excel so ausgespuckt und fand ich eigentlich ganz gut. Man hat so ein bisschen gehört, dass beim Eintauchen der Fräser so ganz leicht in die Knie geht. Aber ich glaube, das war alles vertretbar. Okay, so sieht das aus. Dasselbe der Nut. Man kann es auch hier sehen, was ich gemeint habe. Dieser Radius stimmt nicht ganz, da habe ich einen Denkfehler gemacht. Und dann folgt hier die Außenkontur, Schrupp 1. Und wie gesagt, hier bin ich voll mit 100% durchgefahren. Nur hier in dieser Nut ist das Kühlmittel nicht ganz hingekommen. Und da hat man einfach gehört, dass es schon angefangen hat so zu schmieren. Da habe ich einfach ein bisschen mehr Schmiermittel drauf gegeben und dann hat es auch ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, ich bin mit 80% hier durchgefahren, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Also rein vom Klang her, glaube ich, hätte man da voll durchfahren können. Okay, zuerst Schrupp, dann schlicht und dasselbe gegenüber. Als nächstes wieder ein Setup, wieder vom vorherigen, aber wie gesagt, das war eigentlich alles unnötig, weil XYZ habe ich nie was verändert. Mache ich eine Phase. Ich muss sagen, ich finde diese 0,3er Phase echt gut. Ich glaube, ich bleibe dabei. 0,9, also fährt mit der Spitze 0,9 mm runter. Standardmäßig ist 1 mm. Ich verändere diesen Wert immer geringfügig, weil sonst würde der Fräser immer an der gleichen Stelle, also 1 mm, immer an der gleichen Stelle arbeiten. Und deswegen verändere ich es manchmal. Entschuldigung. Da mache ich manchmal so ein 1,1, 1,2, manchmal 0,5, also einfach damit der Fräser nicht immer an der gleichen Stelle arbeiten muss. Ich glaube, hier habe ich gar nichts verändert. Genau. Und so sieht das Ganze aus. Dann macht ihr mir so eine kleine Phase dran. Dann graviere ich das Ganze. Ich muss sagen, die Schnittdaten, die könnten ein bisschen langsamer sein. Also es war vielleicht ein bisschen too much. Ich glaube 300 wäre hier besser. Aber ich meinte diesen Wert hier. Genau. Diesen Wert hier auf 300 wäre, glaube ich, besser. Aber okay. Dann das Ganze einzeln angeklickt. Und dasselbe auch beim zweiten Stück. Und dann die Projektion. Die Projektion, ich zeige es gerade mal, habe ich hier diese Geometrie angeklickt aus der Skizze. Bei den Höhen sage ich Rohteil Oberkante, Versatz 11 mm, aber so macht er das. Ich glaube, da habe ich nichts verändert. Ne, ich glaube, das sind Standardwerte. Naja, okay. Also, das sind die Werte. Und beim Durchgang hier 0,4. Ich wollte einfach 0,4 mm ins Material eintauchen. Sah ja auch ganz gut aus. So sieht das aus. Dann eine Außenphase. Man kann sehen, dieses kurze Stück hier kann ich natürlich nicht machen, weil sonst würde mir ja der Fräser hier reinfahren. Das hier habe ich einfach von Hand bearbeitet.
diese und diese Fläche. Genau, die Phase von Körper 1, also Quatsch, die Außenphase von Körper 1 und 2 und die Taschenphasen von Körper 1 und 2. Und das war es tatsächlich schon. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es irgendwas gibt, was man vielleicht besser machen kann oder ein Tipp, also ich bin gern für alles offen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.